Und herzlich willkommen bei Totally Nuts. Mein Name ist Pierre und ihr seid wieder live dabei bei der neuen Folge von Let's Play The Stanley Parable. Nachdem wir in der letzten Folge ja sozusagen das Happy End gefunden haben, gibt es jetzt aber immer noch allerlei zu entdecken. Also es ist natürlich noch nicht vorbei. Und mittlerweile habe ich so viele Sachen, von denen ich immer gesagt habe, wir machen sie beim nächsten Mal, weil ich irgendwas ausprobieren wollte, dass wir so langsam anfangen müssen, da ein paar Sachen abzuarbeiten. Was bedeutet, dass ich in der Folge mal versuchen werde, eine der Sachen zu machen, die wir sonst immer rausgeschoben haben. Das einzige Problem dabei ist, dass mir, wenn ich so überlege, ich bei manchen Sachen schon gar nicht mehr so genau weiß, wie man überhaupt zu dem Punkt kommt, wo man sich anders entscheiden kann, im Gegensatz zu dem, wie wir uns entschieden haben. Und ich wollte jetzt auch noch nicht die alten Folgen nochmal rauskramen. Deswegen lassen wir uns so ein Stück weit treiben, aber sobald ich an eine Stelle komme, von der ich merke, dass wir da was Bestimmtes gemacht haben, werden wir damit versuchen, was anderes zu machen. Wenn es jetzt noch kryptischer konnte ich es nicht erklären. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Klarheiten beseitigt. Und wir spielen natürlich weiter ab dem letzten Save von der letzten Folge. Für den Fall, dass es doch mal irgendwelche Einflüsse aufs Spiel hat. Ui, warum windet es denn hier so ab? Regnet es draußen? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Es ist unwahrscheinlich laut, das Geräusch. Ich schaue jetzt mal kurz. Nicht, dass ich irgendwas in den Optionen. Nein, eigentlich nicht. Da kann man ja fast nicht spielen. Aber wir schauen jetzt mal ein bisschen. Das ist wirklich wahnsinnig lautes Geräusch. Oh. Oh, cool. Moment, das müssen wir jetzt direkt probieren. Ich will jetzt echt noch aus dem Fenster. Wow. Okay, wir können hier raus. Das müssen wir fast noch versuchen, oder? Okay, wir springen mal aus dem Fenster. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized. Okay, Moment. Ich verstehe nicht genau, was es mit diesem unglaublich lauten Geräusch auf sich hat. Wir versuchen einfach mal zu Neustarten und dann wieder hinzukommen und gucken mal, was passiert. Okay, jetzt ist es wieder wie immer. Dann versuchen wir jetzt einfach nochmal. Ich bin irgendwie. Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. Das If ist at auch noch any nie time passiert. you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you and have a pleasant day. Okay, das war jetzt schon fast Portal-mäßig. Mit den Pre-Recorded Messages, die uns hier der Cave Johnson hinterlassen hat. Wie bin ich denn da hochgekommen? Ah ja, okay, gut. Na, schauen wir nochmal, wie es hier weiterging. Dann sind wir hier lang gequatscht und dann hier direkt raus. Okay. Eigentlich hatte ich ja gesagt, wir machen mal ein paar von den Sachen, die wir uns vorgenommen haben, aber es hilft einfach nichts. Also schauen wir nochmal, was hier passiert, wenn wir rausspringen. Wie strange ist das? At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Wow. Sag nochmal nein. Ah, then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop?
do you think it would have been particularly different? Das Spiel Would ist so I have lustig. taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Okay, jetzt bin ich fast versucht, das andere nochmal zu wählen, weil man hier definitiv nicht mehr hochkommt. Ich finde es immer wieder total abgefahren und überraschend, wie das Spiel mit der Tatsache, dass es ein Spiel ist, umgeht. Es ist wirklich, ich drücke jetzt einfach nochmal Nein, schaut da was passiert. Nee, da passiert jetzt nichts mehr. Was passiert, wenn wir jetzt hier Ja drücken? Auch nichts. Hm. Jetzt bin ich jetzt direkt versucht, nochmal runterzuhüpfen und das andere zu drücken. Das probieren wir direkt mal aus. Starten wir nochmal neu. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Was ist das denn passiert? Den Dialog hatten wir auch noch nie. So, jetzt versuchen wir einfach direkt nochmal aus dem Fenster zu springen. Ja, klappt. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? So, diesmal klicken wir natürlich Ja. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Da bin ich jetzt gespannt. Erstmal ein bisschen angenehme There Musik. once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Oh, wie gemein. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Läuft es einfach noch von vorne oder hat er noch neuen Text? Schauen wir mal. Ich bin versucht noch ein bisschen zu warten, ob hier noch was passiert. Okay, es scheint nicht so, als ob hier noch mal was passiert.
dann starten wir das Spiel schon wieder. Das 3. Mal diese Episode. Auch ein Novum, außer bei dem sehr verwirrenden Ende. Da hat das noch Sinn gemacht. Oder keinen Sinn, je nachdem. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Machen wir mal ganz brav. Oh, hier wieder Awaiting Input. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, was es damit auf sich hat, leider. Schauen wir mal, wo wir jetzt hingehen. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich glaube, ich würde gerne mal versuchen, was passiert, wenn man an dieses This was Telefon not the einfach correct way to hingeht. the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. So, hier laufen wir jetzt wieder einfach durch, weil wir waren hier schon miteinander. Yes, truly a room worth admiring. It had really, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. So, da hatten wir den Aufzug ja schon mal genommen. Da kommt man ja erst wieder, also eigentlich gespoilt praktisch in diesen Mind-Control-Raum und wird dann, also dann wird der Erzähler ganz konfus. Und wir versuchen jetzt nochmal da hochzufahren und schauen mal, was passiert, wenn man an dieses Telefon hingeht. Das war doch da oben. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Nochmal das beste Schild. Ich finde es immer wieder cool. Und dann düsen wir doch direkt mal da hoch. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Hier wollten wir I auch mal realize that runter. investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Diesmal werden wir wohl hoffentlich This is rausfinden. it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Wenn wir jetzt endlich mal rausfinden, wer diese mysteriöse weibliche Figur ist, können wir die Tür auch wieder aufmachen. Ja, Tatsache. Indem wir diesmal nicht den Stecker des Telefons ziehen, was übrigens keine Absicht war. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das geht. Sondern diesmal werden wir hingehen auf jeden Fall. So. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Dann machen wir das doch mal. Oh, das ist unsere Is Büronummer. that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Okay, bewegen können wir uns nicht. Right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Oh, Gotcha! so ein Oh, come on. Arsch, Did wirklich. you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Nein, noch mehr Optionen. Das gibt's dann. Wir könnten sogar da lang laufen. Okay, wir laufen jetzt einfach mal rein. Aber das ist dann nochmal was wir uns anschauen müssen, glaube ich. Also rein hier. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Was? Okay, drücken wir mal. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Das ist so lustig, wie das Spiel uns irgendwelche Tasten Look at drücken him lässt. there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Weil wir hier immer, das Spiel ist total
Es gibt ganz wenig Spiele, die sich so sehr der Tatsache bewusst sind und auch damit spielen, dass sie Videospiele sind. Weil wir jetzt hier genau das machen, was er in dem Büro ja angeblich auch macht. Was jetzt, But in his schauen wir mal, wo mind, das hinführt. in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Schauen wir mal, ob wir wirklich Fernsehen schauen können. And so he Nein, began to natürlich nicht. fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Oh, das sieht aus wie die Schränke und der Tisch in unserem Büro. Ist das jetzt so, als hätten wir uns das alles nur eingebildet? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Wir drücken einfach weiter, auch wenn es nie passiert, das, was wir glauben, das passiert. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind Wie controls. cool. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Ist das jetzt alles Einbildung? Ach Quatsch, das ist ja auch eine geniale Idee. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Ich finde es total lustig. Dass auch die 3 Enten, die er genannt hat, sind ja auch 3 Enten, die wir schon gefunden haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das so gemacht ist, weil wir jetzt Safe da gesetzt haben, oder ob er immer genau die 3 nimmt. Schauen wir mal, was jetzt passiert. But there is no Oh, answer. weg ist sie. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Gehen wir mal schlafen. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Natürlich, es geht ja auch nicht weiter, wenn wir nicht drücken. Das müssen wir natürlich drücken. Was dann ja nur das, was der Erzähler sagt, untermauert so ein bisschen. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I Okay, ich vermute, dass es jetzt neu startet. Wow. Das sieht anders aus als sonst. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Aber wow, das Büro sieht komplett anders aus. Was ist denn hier? Okay, ich glaube, diesmal haben wir was Cooles gefunden. Und das werden wir uns auch auf jeden Fall anschauen. Ich setze genau hier den Safe, damit wir da auch direkt
wieder anfangen können. Und ich hoffe, ich finde es jetzt wirklich spannend, bin gespannt, was als nächstes passiert. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play the Stanley Parable.